Braucht es noch ein Video zum Mein Schiff Relax? Ich denke ja. Ich bin kein Reisebüro, kein Journalist und kein Influencer, der von Reedereien eingeladen wird, um über ihre Schiffe zu berichten oder von der Vermarktung seines Contents leben muss. Ich bin einfach nur ein vollzahlender Passagier, der gerne auf Kreuzfahrten die Welt erkundet und dies gern in Videos festhält. Und damit ist das, was ich heute über die Mein Schiff Relax berichte, meine ganz persönliche Meinung, Wahrnehmung und Erfahrung als zahlender Gast auf einer regulären Reise. Moin, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Olix-Channel. Mein Name ist Guido und ich war 2 Wochen nach der Taufe auf einer 10-tägigen Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Relax und habe das neue Flaggschiff von TUI Cruises im Regelbetrieb kennenlernen können. In diesem Video erzähle ich euch, wie ich das neue Schiff empfunden habe, was mir gut gefallen hat und was vielleicht auch nicht so sehr. Aber bevor es richtig losgeht, der deutliche Hinweis, dass alles, was ich in diesem Video zur Mein Schiff Relax berichte, meine persönlichen Erfahrungen auf dem Schiff und meine individuelle Meinung widerspiegelt. Andere Passagiere mögen es gegebenenfalls anders erlebt und empfunden haben oder andere Erfahrungen gemacht haben. Aber nun lasst uns beginnen. Schon als ich das erste Mal vor der Mein Schiff Relax stand, konnte ich erkennen, dass TUI Cruises mit dem Neubau der sogenannten Intuition-Klasse ein neues Schiffkonzept umgesetzt hat. Man sieht auf den ersten Blick, dass das Schiff größer als ihre Schwestern ist und am Heck des Schiffes werden einige vielleicht den ikonischen Diamanten vermissen. Ohne den namensgebenden Schriftzug am Schiffsrumpf ist das Schiff gerade von hinten nicht auf den ersten Blick als Mein Schiff erkennbar. Auch die sich über dem Pooldeck erhebende Dachkonstruktion fällt direkt auf, wenn man das erste Mal vor dem Schiff steht. Nach dem Betreten des Schiffs fällt auch direkt eine Neuerung auf, nämlich eine Rolltreppe, die direkt auf Deck 3 in das Atrium führt, zur Rezeption. Das fand ich durchaus praktisch, wenn man nach dem Boarding tatsächlich erstmal nur schnell in die öffentlichen Bereiche des Atriums möchte. Hier auf Deck 3 befindet sich dann neben der Rezeption auch die Leselounge und die Barista-Bar. Mir gefällt der Bereich wirklich außerordentlich gut. Gemütliche Sessel vor großen Panoramascheiben auf beiden Seiten des Atriums laden zum ausgiebigen Verweilen ein. Hier kann man in gemütlicher Atmosphäre ein Buch lesen oder einfach nur aufs Meer schauen. Bücher und Spiele im Übrigen kann man sich hier auch ausleihen. Ein wenig schade finde ich allerdings, dass man die Getränke an der Barista-Bar extra bezahlen muss. Als kleinen Trost bekommt man aber zu seinem Kaffee immerhin noch eine kleine Praline dazu. Naja, und den entspannten Ausblick zu beiden Seiten kann man sich ja vielleicht auch etwas kosten lassen. Man wird hier aber auch nicht vertrieben, wenn man nichts bestellt und es sich einfach nur bequem macht auf den Sesseln und aufs Meer schaut. Wir hatten die Standard-Balkonkabine 9031 auf Deck 9. Die Kabine liegt Backbord vorne und ist eine Nichtraucherkabine. Das heißt, auf dem Balkon darf nicht geraucht werden und es gibt hier auch keinen Aschenbecher. Mir persönlich gefällt diese Kabine und auch das moderne, schlichte Design sehr gut. Aus meiner Sicht bietet die Kabine für 2 Personen auch ausreichend Platz. Wie es mit 3 oder 4 Personen aussieht, kann ich nicht beurteilen, nehme aber an, dass es dann schon recht eng werden könnte. Es gibt ja einige Diskussionen darüber, ob es mit dem veränderten Layout der Kabinen noch ausreichend Stauraum gibt. Ich kann sagen, aus meiner Sicht ja. Es gibt einen großen Schrank mit vielen Hängemöglichkeiten und reichlich Bügeln sowie einen schmalen Schrank mit Regalböden und einem Safe. Dies allein wäre in der Tat vielleicht etwas wenig, aber die Kabine bietet noch einigen zusätzlichen Stauraum. Am Schreibtisch zum Beispiel gibt es 3 wirklich große Schubladen und noch einen seitlichen Schrank mit 2 Ablagefächern und die Hängeschränke über dem Bett sind deutlich größer geworden und bieten über die gesamte Breite des Bettes nochmal zusätzlichen Stauraum. Wir waren zu zweit für 10 Tage auf der Kabine und hatten noch genügend freie Staufläche. Für 2 bis 3 Wochenreisen zu zweit kommt man meines Erachtens gut zurecht. Bei mehr als 2 Personen in der Kabine muss man aber wohl auch bei den Schrankflächen etwas dichter zusammenrücken. Das Bad ist praktisch aufgeteilt und bietet auch reichlich Stau- und Ablagefläche. Gerade auf dem großen Waschtisch ist wirklich viel Platz. Die Duschkabine ist etwas größer geworden, was auf den ersten Blick ein echter Zugewinn ist. Allerdings finde ich es etwas unglücklich, dass sich die Tür der Duschkabine nur nach innen öffnen lässt. Das kann für den einen oder anderen Passagier beim Schließen der Tür vielleicht etwas knapp werden. Auch die Position des wirklich grundsätzlich sinnvollen Haltegriffes in der Duschkabine empfinde ich als etwas unglücklich gewählt. Ich habe mir mehrfach schmerzhaft den Ellenbogen daran gestoßen, wenn ich nach dem Haarewaschen die Arme wieder nach unten genommen habe. Wirklich ouch.
Der Balkon hat zwei bequeme Liegestühle, einen Fußhocker und einen kleinen Tisch. Für mein Empfinden genau passend und absolut ausreichend. Aus meiner Sicht gibt es noch zwei kleine, für mich aber durchaus wesentliche Verbesserungen in der Kabine. Zum einen, die Klimaanlage lässt sich komplett ausschalten und die verbleibende Lüftung ist so dezent, dass es keinen Luftzug mehr gibt, zumindest keinen, der mich gestört hätte. Und die zweite Verbesserung ist, dass es im Bad kein Dauernotlicht mehr gibt, welches durch die Türschlitze oben und unten von der Badezimmertür dann in die Kabine scheint. Das hat mich auf den anderen Schiffen wirklich immer sehr gestört, da ich es zum Schlafen gerne sehr dunkel mag. Ein kleines Manko ist mir jedoch auch aufgefallen. Die Kabinentür zum Kabinengang hatte zumindest in unserer Kabine einen kleinen Spalt am Boden. Dies sorgte zum einen dafür, dass das Licht nun statt aus der Badezimmertür unter der Kabinentür hergescheint hat. Und zum zweiten sorgte der Spalt in der Tür auch dafür, dass es etwas hellhöriger in der Kabine geworden ist. Das habe ich auf den bisherigen Schiffen so noch nicht erlebt. Es mag aber auch sein, dass nur die Tür unserer Kabine vielleicht nicht 100% korrekt eingesetzt wurde. Und ja, ich weiß, es ist eine völlig unwesentliche Kleinigkeit, aber ich muss sie doch erwähnen. Die beiden wirklich winzigen Sofakissen wirken so ziemlich verloren auf dem großen Sofa. Ich weiß nicht, ob sich jemand bei der Bestellung der Kissen in der Artikelgröße vertan hat oder ob das Bild der Kissen auf der Bestellseite auf einem kleinen Kindersofa aufgenommen wurde, aber die Proportionen passen so gar nicht. Tut mir leid, liebe TUI Cruises, aber ich würde empfehlen, diese Dinge am Puppenhausliebhaber zu spenden und hier nochmal komplett neue Kissen in passender Größe zu bestellen. Dank Nina und Dennis von unserem Reisebüro Kreuzfahrtanker, die zufällig zeitgleich mit uns an Bord waren, durfte ich auch mal einen Blick in eine Junior Suite werfen. Hier mal ein paar Impressionen aus dieser Kabinenkategorie. Hier gibt es insgesamt natürlich deutlich mehr Platz, mehr Komfort und Stauraum und neben der Kabine selbst stehen den Suitenpassagieren auch weitere Annehmlichkeiten in der X-Lounge, dem X-Coast Restaurant und dem X-View Restaurant sowie dem X-Sonnendeck zur Verfügung. Hierzu aber später mehr. Und das bringt mich auch direkt zum Sponsor dieses heutigen Videos. Dieses Video wird euch übrigens präsentiert von kreuzfahrtanker.de und was ihr da Besonderes bekommt, das werden die beiden euch jetzt direkt selber erzählen können. Ja, wir sind seit neuestem eine Kooperation mit Payback eingegangen. Das heißt, wenn ihr bei uns eure Reisen bucht, könnt ihr eure Payback-Nummer angeben und bekommt dann entsprechend des Reisepreises die Punkte gut geschrieben. Und wenn es dann so Coupons dazu gibt, dann könnt ihr die auch anwenden und bekommt die entsprechende Vervielfältigung der Punkte. Ansonsten, du hast auch noch ein paar Infos für unsere Zuschauer. Auf jeden Fall. Was natürlich ganz wichtig ist, bei uns bekommt ihr erstmal eine große Bandbreite an Ausflugsberatung, ja, weil wir viele Destinationen selber kennen. Aber da wir natürlich in die tolle Kooperation mit dem Guido eingegangen sind, mit dem Code OLX bekommt ihr bei uns auch immer eine Überraschung bei der Buchung dabei. Also einfach angeben OLX und dann bekommt ihr die Überraschung, damit wir wissen, dass ihr auch über den lieben Guido vom OLX-Channel gekommen seid. Genau, ich blende euch auch nochmal alle Informationen zu Kreuzfahrtanker ein, auch unten in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, Gutscheincode OLX angeben, dann gibt es die Überraschung vom kreuzfahrtanker.de. Schauen wir uns jetzt mal die Außenbereiche etwas genauer an. Zentraler Ort auf dem Sonnendeck ist wieder der große 25 Meter Pool. Eine gute Neuerung ist, dass es jetzt auch eine Treppe ins Wasser gibt und man nicht mehr nur über die seitlichen Leitern ins Wasser kommt. Der Pool auf der Mein Schiff Relax ist allerdings etwas flacher geworden und nur noch 1,30 Meter tief. Der Pool ist teilweise durch das ikonische Dach auf dem Pooldeck überdeckt, das in Teilen etwas Schatten spendet, auch wenn das Foliendach leicht transparent ist. Die Liegefläche um den Pool herum befindet sich aber nur noch auf einer Ebene. Die zweite Ebene, die man von den anderen Schiffen der Flotte kennt, gibt es hier einfach nicht mehr. Das verleiht dem Pooldeck auf der einen Seite zwar einen sehr offenen und hellen Charakter, hat meines Erachtens aber auch zwei wesentliche Nachteile. Zum einen empfinde ich es hier oft ziemlich windig. Dadurch, dass der seitliche Schutz des höheren darüberliegenden Außendecks fehlt, weht der Wind vom Meer deutlich stärker über das Pooldeck. Und der zweite Nachteil aus meiner Sicht ist, dass es durch das fehlende Deck darüber so gut wie keine Schattenplätze mehr gibt. Dies gilt im Übrigen auch für die meisten anderen Bereiche auf den Oberdecks, die wir uns gleich noch ansehen. Ich kann mir vorstellen, dass es in den Sommermonaten für einige Gäste in der prallen Sonne doch unangenehm heiß werden kann.
Und für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht gerne in der Sonne liegen möchten oder dürfen, gibt es kaum eine Gelegenheit, sich am Pool ein schattiges Plätzchen zu suchen. Etwas weniger Sonne bekommt man unter der großen Dachkonstruktion ab. Die Liegeflächen hier sind aber anzahlmäßig sehr beschränkt. Und Obacht, das Dach besteht aus einer Folie und nicht aus Glas, sodass hier gegebenenfalls auch UV-Strahlen durchkommen können, was für hautempfindliche Menschen zu beachten wäre. Geht man vom großen Pool etwas weiter in Richtung Heck, kommt man zum sogenannten Agora-Deck. Hier gibt es viel Freifläche, die tagsüber mit Tischen, Stühlen, Sesseln und Sonnenliegen bestückt ist. Abends finden hier die verschiedenen Themenpartys statt. An der Seite befindet sich die Agora Bar, die einen den ganzen Tag mit inkludierten Getränken versorgt. Es gibt eine Bühne mit großer Leinwand und etwas erhöht kann man den Blick auf das Agora-Deck von einem kleinen Infinity-Pool aus werfen. Tja, was will man von diesem Bereich hier halten? Ich bin ehrlich gesagt etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich, sieht das alles sehr gemütlich aus und man kann sich hier auch wirklich gut aufhalten. Aber das Schiff ist deutlich größer als die Vorgänger und fast circa 1000 Passagiere mehr. Den zweiten Swimmingpool durch das kleine Sitzbecken am Agora-Deck zu ersetzen, halte ich persönlich für keine gute Idee. Dies führt sicher dazu, dass die bisherige natürliche Trennung zwischen Familienspaßpool und Swimmingpool zum Bahnziehen verloren geht und das eben bei deutlich mehr Passagieren an Bord. Zum Zweiten finde ich auch hier, dass es zu wenig Schattenplätze gibt, denn das Agora-Deck ist nur auf der einen Seite mit einem weiteren Deck überdacht und ein Teil der Schattenfläche ist dann eben auch noch durch die Agora Bar selbst belegt. Und auch hier empfand ich die Fläche insgesamt als zu windig, denn auch die Scheiben auf der überdachten Seite schließen nicht vollständig zum darüberliegenden Deck ab, sondern lassen den Wind deutlich spürbar über das gesamte Agora-Deck wehen. Und ob diese Fläche für die bei Mein Schiff-Passagieren beliebten Pool- und Motto-Partys gerade an lauen Sommerabenden ausreichend sein wird, mag ich ein wenig bezweifeln. Insgesamt ist das Agora-Deck aber ein wirklich schöner Bereich. Am Ende weiß ich eben nur nicht, wie gut das Konzept aufgehen wird. Ich jedenfalls bin gespannt. Ich werde dieses Jahr noch einmal auf der Mein Schiff Relax sein und schaue mir dann mal etwas genauer an, wie sich das Thema dann entwickelt hat. Und wo wir gerade von zu wenig Platz sprechen. An der Stelle, wo es auf den bisherigen Schiffen der Flotte die beliebte Außenalsterbar gibt, findet man nun auf der Mein Schiff Relax die Bar 17 eben am Heck auf Deck 17. Dies ist weiterhin ein sehr beliebter Platz, denn wer sitzt nicht gerne am Heck und schaut bei einem leckeren Drink auf die Heckwelle? Tja, so ganz frei ist dieser Blick jetzt aber nicht mehr, denn man schaut hier im Wesentlichen auf einen Sonnensegel und die Außenfläche des X-Sonnendecks für die Suitengäste. Der Ausblick aufs Meer ist hier also eingeschränkt und darüber hinaus ist der Bereich an der Bar 17 auch deutlich weniger Gästen vorbehalten, denn der Platz ist im Vergleich zur Außenalsterbar deutlich geschrumpft. Zumindest mir ist es nur ein einziges Mal gelungen, hier einen der wenigen Plätze zu ergattern. Und das auch nur, weil es an diesem Tag wirklich recht kühl und windig war und man sich nicht lange hier aufhalten mochte. Aber wer es gerne noch etwas luftiger mag, kann auch noch höher hinausgehen auf das sogenannte Mistral-Deck hier auf Deck 19. Hier gibt es weitere Sitz- und Liegebereiche sowie große Schachfelder und die neue Fasssauna, die gegen Aufpreis für bis zu 5 Personen reserviert werden kann. Wir haben diese Sauna auf der Reise jedoch nicht ausprobiert, sodass ich zu der Erfahrung nichts berichten kann. Und dann noch ein kleiner Geheimtipp. Sehr versteckt und unscheinbar zwischen Schiffswänden verborgen befindet sich hier oben auf Deck 19 die Mistral Bar. Wem es also an den anderen Außenbars zu voll ist und man befürchtet, länger auf sein Getränk warten zu müssen, einfach mal hier oben auf Deck 19 an der Mistral Bar vorbeischauen. Was ich in Bezug auf die Außendecks der Mein Schiff Relax aber uneingeschränkt toll finde, ist, dass man jetzt auch auf den oberen Decks einmal komplett um das Schiff herumlaufen kann. Man kommt also bis ganz nach vorne und kann über den Bug schauen und ganz nach hinten. Das war auf den bisherigen Schiffen so nicht möglich, es sei denn, man hatte eine Suite gebucht. Im Übrigen kann man auch weiterhin auf dem unteren Evakuierungsdeck um das ganze Schiff herumlaufen. Hier kommt man dann übrigens auch an sehr kontroversen Balkonkabinen vorbei, die, sagen wir mal so, beim Vorbeilaufen sehr intime Einblicke gewähren.
Naja, muss man mögen. Ich würde diese Kabinen definitiv nicht buchen, also ein Grund mehr im Premium-Tarif zu reservieren, um diese Kabinen dann vermeiden zu können. Und solange ich mich gedanklich noch an den Außendecks befinde, sollten auch die weiteren Bars und Snackmöglichkeiten nicht unerwähnt bleiben. Natürlich gibt es auch weiterhin eine Eisbar am Pooldeck. Hier bekommt man neben den verschiedenen Kugeln Eis auch komplette Eisbecher. An den Tischen neben der Eisbar gibt es auch Service am Platz und hier bekommt man am Nachmittag sein Eis manchmal sogar etwas schneller, als wenn man sich in der Schlange am Eistresen anstellt. Zumindest war das meine Erfahrung. Dann kann ich auch nur Gutes zur Pane und Sole Bar sagen. An dieser Bar in Poolnähe gibt es nicht nur Getränke, sondern auch überaus leckere Sandwiches und ausgefallene Salate. Für den kleinen Hunger zwischendurch also genau das Richtige. Mir hat das getoastete Avocado-Brot zum Beispiel wirklich sehr gut geschmeckt. Auf der anderen Seite des Pools findet man noch die klassische Poolbar und auch das Pool-Bistro. In dem Bistro bekommt man verschiedene internationale Teigtaschen, zu denen ich allerdings nicht sagen kann, da ich sie nicht probiert habe. Ich habe aber mit anderen Passagieren gesprochen, die einige der Gerichte wirklich sehr köstlich fanden und auch mehrmals eine Kleinigkeit hier essen waren. Schauen wir jetzt nochmal ins Innere des Schiffes. Hier gibt es wirklich viel Neues zu sehen und zu entdecken. Auf Deck 3 haben wir ja schon vorbeigeschaut, also arbeiten wir uns jetzt weiter nach oben durch. Die Decks 3 bis 5 sind neben den Aufzügen und den 3 Treppenhäusern auch über die Freitreppe in der Mitte des Atriums erreichbar. Der gesamte Atriumsbereich wirkt wirklich sehr hell und luftig durch die großen Scheiben an den Seiten. Und über die Treppe des Atriums auf Deck 4 angekommen, findet man sich zunächst in einem Bereich wieder, der nicht nur optisch, sondern auch konzeptionell aus meiner Sicht sehr gelungen ist. Hier befinden sich auf der einen Seite die Mein Schiff Bar und auf der anderen Seite das Mein Schiff Bistro. Hier kann man sich 24 Stunden am Tag und in der Nacht mit Getränken und Speisen versorgen lassen. Das Mein Schiff Bistro ist quasi der Ersatz für das Tag- und Nachtbistro, was man so vom Konzept auch von den anderen TUI-Schiffen kennt, auch wenn der Bereich hier komplett neu gestaltet und auch deutlich vergrößert worden ist. Die Mein Schiff Bar ist ähnlich der bisherigen TUI Bar gestaltet. Auch hier gibt es zum Beispiel wieder diese 4 großen Videoscreens, auf denen tagsüber Landschaften und am Abend Musiker zu sehen sind. Neu und aus meiner Sicht wirklich toll ist, dass die Mein Schiff Bar rund um die Uhr inklusive Getränke serviert. Diesen 24-Stunden-Service kennt man sonst auf den anderen Schiffen nur von der aufpreispflichtigen Diamantbar in der Großen Freiheit. Das ist also eine wirklich gelungene Neuerung auf der Mein Schiff Relax. Absolut Daumen hoch dafür. Geht man vom Atrium weiter in Richtung Bug, kommt man zunächst vorbei am Neuen Wall, der Shoppingmeile auf Mein Schiff. Wobei auf der Relax ist der neue Wall eher ein Shopping-Dorfweg geworden. Es gibt jetzt nämlich nur noch 2 Geschäfte, eins mit Kleidung und Schmuck und ein weiteres mit Parfümerie und Kosmetikartikeln. Das hat zumindest mich insgesamt ein wenig enttäuscht. Und das erste Mal auf einer Schiffsreise habe ich tatsächlich nichts in den Shops gekauft. Zudem findet man hier noch den Friseursalon, den habe ich jedoch nicht besucht und kann deswegen auch nichts hierzu sagen. Im Bereich des Neuen Walls befindet sich auch der Eingang ins Chalet, leicht zu erkennen an der Sesselliftgondel am Eingang. Das Chalet ist nicht nur das alpenländische Restaurant an Bord von Mein Schiff Relax, sondern auch eine wirklich sehr gemütliche Bar. Die Speisen im Restaurant waren hervorragend und ich habe tatsächlich schon sehr lange nicht mehr einen so leckeren Kaiserschmarrn gegessen. Und in der Bar des Chalets, in der man sogar um einen kleinen Kamin herum sitzen kann, haben wir einige sehr gemütliche Abende in geselliger Runde verbracht. Ein absolutes Highlight aus meiner Sicht und ich würde sogar sagen, meine Lieblings-Inklusiv-Bar auf der Mein Schiff Relax. Geht man weiter in Richtung Bug, kommt man vorbei am D4. Das D4 ist Tanzclub und Lounge zugleich. Aus meiner Sicht eine gelungene Kombination. So kann man die Diskothek auch tagsüber sinnvoll als Lounge nutzen. Die Bar hat hier bereits am Nachmittag geöffnet und am Abend ab 22 Uhr circa dreht der DJ dann die Musik etwas lauter und die Tanzfläche füllt sich. Das D4 wirkt am Abend allerdings auch deutlich gemütlicher als am Tag.
Und ganz vorne im Bug findet man, wie auch auf den anderen Schiffen der Flotte, das Theater, das sich auch bis auf Deck 5 erstreckt. Auch wenn das Schiff insgesamt größer geworden ist und rund 1000 Passagiere mehr fasst, ist das Theater tatsächlich etwas kleiner geworden. Um dennoch mehr Gästen die Möglichkeit zu geben, die Shows zu sehen, gibt es jetzt zwei Spielzeiten am Abend. Ich habe nur einmal auf der Reise versucht, ins Theater zu kommen. Das hat dann aber leider nicht geklappt, weil bereits alle Plätze belegt waren und die Menschen auch schon in den Gängen standen. Nun gut, dann vielleicht ein anderes Mal. Direkt neben dem Theater und gegenüber des Eingangs zum D4 befindet sich die Blaue Flora, die kleinere Theaterbühne auf dem Schiff. Das Konzept ist ähnlich wie auf den anderen Schiffen, wo der Bereich dann zum Beispiel Studio, Klanghaus oder Schaubühne heißt. Schön ist hier, dass auch vor und nach den Vorstellungen die Bar in der Blauen Flora geöffnet hat. Wenn wir jetzt mal in die komplett andere Richtung laufen, kommen wir vorbei an der Reisewelt in ein komplett neu gestaltetes Atlantik-Restaurant. Hier auf Deck 4 teilt sich das Restaurant in mehrere Bereiche auf und ist wirklich sehr groß und weitläufig. Gegenüber der neuen Atlantik Bar, die aus meiner Sicht auch sehr gelungen und großflächig ist, befindet sich der Eingang in einen Bereich des Atlantik-Restaurants, das stark an die bisherigen Schiffe erinnert. Also Tafeln seitlich am Fenster und Vierertische mit Sofas zwischen Raumtrennern. Es gibt hier aber auch große Tische für größere Familien oder Reisegruppen. Geht man an diesem ersten Eingang und der Atlantikbar vorbei, kommt man in ein zumindest optisch absolutes Highlight des Schiffes. Das Atlantik-Restaurant am Heck des Schiffes mit großen Panoramascheiben über 2 Decks und einem tollen Blick über die Heckwelle. Das gab es bisher nur in der großen Freiheit und den Aufpreisrestaurants. Dass das inkludierte Hauptrestaurant nur wieder ans Heck des Schiffes gewandert ist, wird einige treue Mein Schiff-Fans wirklich sehr freuen, denn mit dem Verkauf der alten Mein Schiff 1 und 2 ging dieses Konzept zunächst komplett verloren. Die Menüs im Atlantik waren wie gewohnt sehr gut und abwechslungsreich und der Service wie immer sehr freundlich und auch wirklich zügig. Aber so sehr ich diesen neu gestalteten Bereich des Atlantik-Restaurants mit dem sehr offenen, freizügigen und lichtdurchfluteten Ambiente auch mag, geht hiermit zumindest aus meiner Sicht auch ein Nachteil einher. Die offene Gestaltung sorgt zwar dafür, dass man von fast jedem Platz aus einen tollen Blick nach außen hat, jedoch zum Preis der Akustik. Ich empfand das Atlantik am Heck als extrem laut, da es kaum akustische Raumtrenner oder Elemente gibt, die den Schall schlucken können. Gleiches gilt übrigens auch für den oberen Teil des Atlantiks auf Deck 5. Toller Ausblick und großzügige offene Gestaltung, aber unangenehm laut. Und wo wir jetzt schon auf Deck 5 sind, kommt man aus dem Atlantik auf Deck 5 heraus, läuft man an der Street Art Bar vorbei. Der Bereich wirkt sehr jung, modern und für Mein Schiff-Verhältnisse recht unkonventionell. Am Abend gibt es hier auch Live-Musik. Die Bar hat aber nur ein Manko. Sie ist viel zu klein mit wenigen Sitzgelegenheiten. Gerade wenn es Live-Musik gibt, ist es nahezu aussichtslos, hier einen der wenigen Sitzplätze zu ergattern. Gegenüber der Street Art Bar liegt der Eingang zu einem echten Highlight des Schiffes, das Fugu-Restaurant von Tim Raue. Hier wird ein exklusives und von der japanischen Küche inspiriertes Menü samt Weinbegleitung serviert. Das feste Menü ist außergewöhnlich kreativ und aus meiner Sicht auch wirklich unglaublich schmackhaft. Aber Obacht, es ist eben ein festes Menü und man kann die Menüfolge nicht verändern. Das sollte man auf jeden Fall vorher wissen. Die dazu servierten Weine passen perfekt und Tim Raue selbst führt einen über die großen, raumumspannenden Leinwände des Restaurants virtuell durch seine Kreationen. Und virtuell sind auch die optischen Erlebniswelten und Geschichten, die man auf den großen Leinwänden, die die Wände des Restaurants darstellen, zu sehen bekommt. Wer sich diese kulinarische und optische Erlebnisreise gönnen möchte, zahlt hierfür jetzt in 2025 119 Euro pro Person. Ja, das ist nicht wenig Geld. Für mich ist es das Erlebnis aber absolut wert gewesen. Vielleicht ist es auch einfach eine gute Geschenkidee für Geburtstage, Hochzeitstage, Jubiläen oder vielleicht auch einfach mal so. Kommt man auf Deck 5 wieder in die Mitte des Schiffes, findet man im Atrium 2 weitere Restaurants. Das französische Bistro Sur Mer und das griechische Restaurant Taverna Dionysos. Im Sur Mer bekommt man morgens auch ein inkludiertes kleines französisches Frühstück mit belegten Croissants, Baguettes, aber auch Müsli, Obstsalat und weiteren Kleinigkeiten.
Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Gerade wenn man zum Frühstück nur eine Kleinigkeit essen möchte und nicht die große Auswahl des Buffets braucht, frühstückt man hier sehr entspannt und relaxed und bei gutem Wetter sogar auch mit Außenplätzen. Zum Abendessen gibt es klassische französische Küche. Für mich war das Abendessen im Sumer aber okay. Jetzt aber auch keine Offenbarung. Auf der anderen Seite des Atriums befindet sich das erste Mal auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff ein griechisches Restaurant. Die allabendliche lange Schlange vor der Taverna Dionysos hat sehr offensichtlich gezeigt, wie beliebt die griechische Küche bei deutschen Gästen ist. Wer also plant, hier essen zu gehen, sollte entweder sehr früh, schon gegen 17:30 Uhr hierher kommen oder sich auf längere Wartezeiten einstellen, um einen Platz im Restaurant zugewiesen zu bekommen. Aber lohnt sich das Warten? Also für mich persönlich gilt hier das Gleiche wie für das Sumer. Das Essen war okay, aber auch nicht mehr. Lange anstellen würde ich mich hierfür nicht. Weiter Richtung Bug kommt man dann vorbei am La Cage, der Burlesque Bar auf Mein Schiff Relax. Das ausgewählte Ensemble präsentiert hier abendliche Shows, ein wenig freizügig, anzüglich und frivol, aber niemals billig oder unangenehm. Ich fand die Shows wirklich sehr unterhaltsam und kurzweilig. Dazu gibt es spezielle Drinks und Cocktails, die im Eintrittspreis von derzeit 39 € pro Person enthalten sind. Man muss den Besuch im La Cage auch zuvor über die App oder das Bordportal reservieren. Und auch hier ein Tipp von mir. Seid deutlich vor der angegebenen Zeit für den Einlass am La Cage. Es gibt keine festen Sitzplätze und je weiter vorne man in der Einlassschlange steht, desto besser sind die Chancen auf einen guten Sitzplatz mit vernünftiger Sicht auf die kleine Bühne, denn es gibt auch Plätze, von denen aus man nicht wirklich viel sehen kann. Weiter nach vorne in Richtung Theater liegt dann noch das Casino, welches man so auch von den anderen Schiffen kennt und das auch als Raucherlounge dient. Da ich nicht rauche, habe ich mich hier allerdings nicht aufgehalten. In den Spa-Bereich kommt man über Deck 15. Hier habe ich allerdings keine eigenen Videos von dem Bereich. Kleiner Tipp dennoch: Wenn man zur Sauna möchte, muss man an der Spa-Rezeption rechts durch 2 unscheinbare Türen gehen. Wenn ich hier nicht von einer Spa-Mitarbeiterin aufgehalten und auf diese Türen aufmerksam gemacht worden wäre, hätte ich den Eingang zur Sauna definitiv nicht gefunden und wäre wahrscheinlich suchend zu den Behandlungskabinen gelaufen. Eine Spa-Behandlung habe ich dieses Mal nicht genossen, sodass ich hierzu jetzt aktuell nichts sagen kann. In der Sauna war ich aber. Und was soll ich sagen? Dafür, dass 1000 Passagiere mehr auf das Schiff passen, ist der Saunabereich nicht wirklich größer geworden. Ich war an einem eigentlich sonnigen Frühsommernachmittag in der Sauna und es war kein sehr angenehmes Erlebnis. Es war wahnsinnig voll. Man konnte vor Menschen wirklich kaum treten. In der Sauna gab es kaum freie Plätze und zum Duschen musste man anstehen. Zudem gibt es leider Mitreisende, die sich in dem zu klein geratenen Ruhebereich auch noch stundenlang Liegen reservieren, sodass es zwar freie Liegen gab, die aber mit persönlichen Sachen belegt waren. Insgesamt war der Saunabesuch also kein sehr relaxtes Erlebnis. Ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es hier an einem kühlen oder regnerischen Seetag zugeht. Da wird die Sauna gegebenenfalls einfach wegen Überfüllung geschlossen. Kommen wir jetzt mal zu den X-Bereichen für die Suitengäste. Da wir in einer Standard-Balkonkabine gewohnt haben, war mir persönlich der Zugang zu den X-Bereichen natürlich verwehrt. Es gibt jetzt aber eine Ausnahme. Das X-View-Restaurant auf Deck 16. Dieses ursprünglich exklusiv für Suitengäste vorgesehene Restaurant wurde für den Abend nun auch für alle anderen Gäste geöffnet. Es ist anzunehmen, dass das auch für Suitengäste aufpreispflichtige Restaurant nicht so recht angenommen wurde, sodass man nun weitere zahlende Gäste hierher locken möchte. Die Atmosphäre finde ich persönlich aber nicht sehr gemütlich und wir haben hier auch nicht reserviert. Ansonsten stehen den Suitengästen die X-Lounge und das X-Coast Restaurant zur Verfügung, sowie das X-Sonnendeck. Über den Außenbereich für die Suitengäste wird kontrovers diskutiert. Zum einen wirkt es sehr vollgestellt mit Liegen und zum anderen sind hier auch nur die normalen Standard-Sonnenliegen aufgestellt, die auch in den anderen öffentlichen Außenbereichen zu finden sind. Also keine besonderen Polsterauflagen, Nackenkissen oder auf den Liegen bereitliegende Handtücher. Alles in allem wirkt das sehr lieblos und wenig exklusiv, wenn man überlegt, welche Preise TUI Cruises selbst für die kleinste Suitenkategorie aufruft. Zudem liegt man auf dem X-Sonnendeck gerade am Heck des Schiffes schon ein wenig wie auf dem Präsentierteller und die Gäste der Bar 17 schauen von oben vielleicht doch ein wenig neidlos auf diesen Bereich.
Ebenfalls auf Deck 16 findet man das aufpreispflichtige Restaurant Höfte. Ja, das Höfte ist ein skandinavisches Steakhouse und hat mir persönlich wirklich sehr gut gefallen. Hier lässt sich zum aktuellen Aufpreis von 8,50 € pro Person auch ein exklusives Frühstück genießen. Und das Abendessen war wirklich ganz hervorragend. Neben Steak-Klassikern bekommt man hier aber auch leckere Fischgerichte. Aus meiner Sicht ist das Höfte in jedem Fall einen Besuch wert. Und nachdem man sich zum Abendessen im Steakhouse hat verwöhnen lassen, kommt man von hier aus auch direkt in ein absolutes Highlight auf der Mein Schiff Relax, die Captain's Bar. Absolut wow. Großzügig, lichtdurchflutet und ein beeindruckender Panoramablick über den Bug des Schiffes. Die Einrichtung und das Dekor der Bar ist schon wirklich sehr ansprechend. Die wirklichen Stars dieser Bar sind aber die Cocktails. Exklusiv von einer Cocktail-Weltmeisterin für die Captain's Bar auf der Mein Schiff Relax kreiert, werden diese Drinks hier spektakulär serviert und verwöhnen den Gaumen mit ungewöhnlichen Geschmackserlebnissen. Ich war nicht nur von der Bar selbst, sondern auch von den Cocktails begeistert. Lasst euch dieses exklusive Erlebnis wirklich nicht entgehen. Nimmt man von der Captain's Bar den Ausgang auf der Steuerbordseite, läuft man direkt in die Osteria, das italienische Spezialitätenrestaurant. Auf mich wirkt die Einrichtung des Restaurants jedoch ein wenig nüchtern und kühl. So richtig italienische Urlaubsstimmung will für mich hier zumindest nicht aufkommen. Das macht der große deutsche Wettbewerber meines Erachtens deutlich besser, wenn man sich zum Beispiel mal das Ristorante Mamma Mia auf dem neuesten Schiff der Freunde aus Rostock anschaut. Also da fühlt man sich wirklich wie beim Italiener. Auch finde ich es recht irritierend, dass Teile der Speisekarte im Reisepreis enthalten sind und andere Speisen wiederum nicht. Wieso muss ich für die Pizza mit Parmaschinken 6,90 € bezahlen, bekomme die Pizza mit gekochtem Schinken aber ohne Aufpreis? Gleiches gilt für Vorspeisen, Pasta, Gerichte und Desserts. Also ich bin kein Freund von diesen Speisekarten hin und her. Was will die Osteria denn jetzt sein? Ein Inklusiv- oder ein Exklusivrestaurant? Da war man sich wohl nicht so richtig einig bei der Entscheidung oder derjenige, der es entscheiden musste, war einfach nicht sehr entscheidungsfreudig. Wie auch immer. Zu den Speisen selbst kann ich nichts sagen, da ich auf dieser Reise nicht zum Essen in der Osteria gewesen bin. Geht man aus der Osteria heraus, läuft man geradewegs in den Haber Market. Ja, was soll ich sagen? Es ist alter Wein in neuen Schläuchen, sagt man, glaube ich. Das Buffet-Restaurant ist faktisch identisch zum bisherigen Ankelmannsplatz, nur dass man ein neues Schild an die Tür geschraubt hat. Also, naja, nicht ganz identisch. Das Buffet-Restaurant ist deutlich größer und noch weitläufiger geworden und es gibt weniger Außenplätze. Also, wenn das Essen nicht schon am Buffet lauwarm war, ist es spätestens bei der Rückkehr am Tisch kalt geworden, ob der langen Wege, die man hier wirklich zurücklegen muss. Die auf den anderen Schiffen optisch etwas abgetrennte und doch wenigstens etwas gemütlicher wirkende Backstube gibt es nicht mehr hier auf der Mein Schiff Relax, wobei die Brot- und Teigwarenauswahl auch weiterhin vorhanden ist. Und die Wokstation ist derart versteckt worden, dass manche Passagiere sie vielleicht bis zu ihrer Abreise noch nicht entdeckt haben werden. Und wie auch schon auf den anderen 7 Schiffen finde ich auch hier auf der Mein Schiff Relax das Buffet-Restaurant Haber Market einfach extrem ungemütlich. Ich kann verstehen, dass einige das Ambiente mit einer besseren Kantine vergleichen, auch wenn ich sagen muss, dass die große Auswahl und gute Qualität des Essens sicher auch über das hinausgeht, was man in deutschen Kantinen so bekommt. Für meinen kleinen Mittagssnack ist das schon in Ordnung gewesen, aber ansonsten ist das nicht unbedingt meine bevorzugte Speiselokalität. Aber macht euch gern selbst ein Bild. Okay, ich oute mich. Ich habe mit Sport und Fitness nix am Hut und deswegen habe ich weder die Sportarena noch das Fitnessstudio oder die Laufstrecke ausprobiert. Tut mir wirklich leid, aber hierzu wird dieses Fazitvideo leider schweigen. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Man sagt ja Nomen est Omen, aber wird der Name des Schiffes dem Erlebnis an Bord wirklich gerecht? Also aus meiner Sicht geht es auf der Mein Schiff Relax nicht wirklich relaxter zu als auf den anderen bisher 7 Schiffen der Flotte. Ja, es ist eine Weiterentwicklung und man erkennt das Mein Schiff Erlebnis an vielen Stellen des Schiffes wieder und es gibt schöne neue Bereiche und das Design ist modern und unaufgeregt, das mag ich schon wirklich sehr. Bei manchen Details wird sich aber vermutlich erst über die Zeit zeigen, wie gut diese tatsächlich funktionieren. Große Änderungen wird man bei der kommenden und baugleichen Mein Schiff Flo jetzt eh nicht mehr vornehmen können.
Ich finde, die vielen Restaurants und Bars verteilen die Passagiere auch bei einem ausgebuchten Schiff wirklich sehr gut. Die Vielfalt und Qualität ist gut und angemessen, aber wie sich die veränderte Poolsituation entwickelt, wird sich sicher noch zeigen. Da ich persönlich jetzt nicht so der große Poolliga und Schwimmer bin, wird das dann eher durch die Gäste beurteilt werden, denen das wichtig ist. Eine Revolution ist die Mein Schiff Relax sicher nicht, aber eine Evolution ist schon erkennbar. Mir gefällt das Schiff insgesamt sehr gut und ich habe doch an Bord meine nächste Reise mit der Mein Schiff Relax gebucht. Wenn ihr auch eine Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Relax oder einem anderen Kreuzfahrtschiff buchen möchtet, schaut auch gern nochmal bei dem Sponsor dieses Videos vorbei und sichert euch eine kleine Überraschung mit dem Promocode OLX. Das Video zur Reise mit der Mein Schiff Relax, das findet ihr übrigens hier. Dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Guido vom OLX Channel.